Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, es gibt ein paar Neuigkeiten und zwar zu der neuen Klasse, die zwar offiziell noch nicht angekündigt ist, aber wir haben erste Informationen seit gestern bekommen. Denn Marvin Clifford, der Zeichner höchstpersönlich selbst, ja, der Shakes von Shakes and Fidget, also der Dude hier, hat gestern mal wieder gestreamt und auf Twitch. Ich konnte da leider nicht live zuschauen, hatte aber einige Bilder zugesandt bekommen mit den Konzeptzeichnungen von den neuen Klassen, die herauskommen sollen, beziehungsweise an denen jetzt momentan gerade wohl anscheinend gearbeitet wird oder zumindest Marvin da so ein bisschen dran zeichnet, ne? Aber so oder so sind es auf jeden Fall erste Hinweise, die ja darauf schließen lassen, dass wir gewisse Klassen eventuell in Zukunft sehen werden, ja. Bevor wir uns das anschauen, schreibt sehr gerne mal eure Wunschklasse in die Kommentare, wofür ihr auch abgestimmt habt, denn es gab ja auch, eine Umfrage oder eine Ingame-Umfrage, welche Klasse wollen wir sehen? Und anscheinend haben da schon ein paar Klassen auf jeden Fall so ein bisschen die Überhand genommen, sag ich mal, ne? Aber wir gucken uns mal die Bilder an, die Marvin gestern gezeichnet hat. Übrigens, falls ihr da selbst mal vorbeischauen wollt bei Marvin und das nicht verpassen wollt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, habe ich euch mal verlinkt, das Ganze. Und dann könnt ihr dort auch mal ein Follow da lassen und den guten Mann ein bisschen supporten auf jeden Fall. Und genau, so sieht das Ganze aus. Wir haben hier als erstes ja eine Konzeptzeichnung des Vampires, so wie es aussehen soll. Ja, hier in Einzelform. Das ist so die erste Zeichnung. Hier hat er noch so ein bisschen so eine kleine Aura um sich herum schimmern. Aber das schließt auf jeden Fall schon mal auf die erste Klasse, die wir sehen. Hat hier so eine Art, ich weiß nicht, Langschwert-Degen oder irgendwie sowas hier im Belt zu hängen. Und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie es da aussieht. Das zweite, was wir hier haben, ist so eine Art, ja, Zauberer, könnte alles sein noch im Moment, ne? Obwohl wir hier, das ja, schließt auch irgendwie so ein bisschen auf so einen Gestaltenwandler oder sowas, weil er hier so eine Art Druidenklaue in der linken, von uns aus linken Hand hat. In der rechten hier so eine lilafarbene Hand mit so einer Bandage hier drum. Oben haben wir hier, ja, Bubikopf-Frisur, die soll wohl noch entstehen, ein Diadem. Und irgendwas mit Mond oder Sonne. Ja, das spiegelt das hier so ein bisschen wider. Woran ich daran denken musste, als ich das hier gesehen hatte, war zuerst das Magier-Rework. Denn dort haben wir auch Mond und Sonne und sowas gehabt. Und das sah eigentlich auch relativ identisch aus, ne? Wenn wir uns die Zeichnung hier mal anschauen. Das könnte dann auch das Emblem der Klasse werden, was er hier auch auf der Brust anscheinend trägt. Das sind so die ersten Zeichnungen von der Klasse. Also es könnte sein, dass eventuell wir so eine Art, anstatt Rework auf dem Magier sehen, die Klasse an sich selbst rauskommt. Und ich weiß noch damals, als die Klasse auf dem Beta-Server war, wollte die ja keiner haben, beziehungsweise wollte die keiner, dass der Mage damit so überschrieben worden ist. Das hatte ich selbst auch so gesagt. Ich wollte auch, dass der Mage so bleibt, wie er ist. Aber dieses Konzept des neuen Magiers, hatte ich damals schon gesagt, das kommt eigentlich fast einer neuen Klasse gleich. Also das mit diesem Mond und Sonne und sowas, Mondstein, Sonnenstein, was der da hatte, das war eigentlich auch gar nicht so verkehrt an sich und ein einigermaßen cooles Konzept auch gewesen, was einer eigenen Klasse würdig gewesen wäre, so, ne? Deswegen könnte sein, dass das Magier-Rework vielleicht auch hier diese neue Klasse widerspiegeln soll. Ja, hier nochmal so ein anderes Design von ihm, ne? Wie gesagt, hier auch so ein bisschen was am Zaubern, hat hier ein Zepter, auch mit Mond und Sonne hier als Stab. Und genau, das sind so ein paar Zeichnungen hier von dieser Klasse. Also ja, wir haben hier einmal haben wir so eine Art Magier und einen Vampir, den wir hier sehen dürfen. Und das sind so diese zwei Klassen, die wir jetzt bisher bei Marvin schon im Stream gesehen haben. Es könnte sein, dass es wieder so eine Art Voting geben wird von den Klassen, die wir vorgeschlagen haben, die am meisten in der Community ja, sich gewünscht worden sind. Das war ja diesmal die Umfrage gewesen. Welche Klasse wünscht ihr euch am meisten? Und da scheinen die Klassen auf jeden Fall relativ weit vorne zu sein. Ja. Hier sehen wir auch nochmal die Zeichnung vom Vampir. Verschiedene
Darstellungen und das hatte er gestern wohl anscheinend im Stream live gemalt, beziehungsweise schon mal hier so ein bisschen konzeptioniert gehabt. Wie gesagt, ich war leider nicht dabei, aber die Bilder wurden mir auch zugesandt und ja, gefällt mir auf jeden Fall auch schon mal ganz gut. Dass hier jetzt so der Vampir kommt, finde ich eigentlich, ja, schon, also fand ich jetzt wahrscheinlich so. Wir hatten ja jetzt auch schon relativ viel spekuliert gehabt, welches man als neue Klasse so hätte nehmen können. Und nachdem wir einen Heal haben und einen Gift, ist es wahrscheinlich, dass jetzt die nächste Fähigkeit sowas wie ein Lifesteal dann sein wird. Und das sehen wir jetzt halt hier auch ganz gut, dass jetzt der Vampir hier in Bearbeitung ist. Und ich denke mal, das kann man auch ganz gut umsetzen, so in-game. Deswegen, ja, finde ich, das war eigentlich schon fast so der nächste logische Schritt, der uns hier noch als Klasse fehlt. Ich bin gespannt, was dann danach kommt. Ich meine, wir haben viele Klassen in der Vergangenheit gesehen, die hier angefertigt worden sind und die auch vom Konzept her relativ cool waren. Deswegen kann danach alles kommen, aber wir hatten uns lange Zeit einen Heal gewünscht, kam der Paladin. Wir hatten uns lange Zeit ein Gift mit Dot gewünscht, das war der Pestdoktor. So, und der Lifesteal ist halt klar, dass das dann so in die Vampir-Richtung geht, ja. Wo ich halt noch sehr gespannt bin, ist diese Klasse hier, was das auszusagen hat. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem so eine Art Voting bekommen, wenn hier verschiedene Klassen so angezeigt oder dargestellt werden, so könnte es gut sein, dass wir nicht nur eine Klasse zur Auswahl haben, sondern mehrere und das Konzept dann jetzt hier erstmal schon mal so ein bisschen weiter bildlich umgesetzt wird, ja. Das sind so die Bilder, die ich bekommen hatte und ich hatte auch selbst danach nochmal kurz im Stream geschaut, aber viel mehr ist da auch nicht entstanden. Aber ist natürlich auch klar, ist ja auch jede Menge Arbeit, sowas umzusetzen. Und das dann auch erstmal so anzufertigen und zu zeichnen. Gerade wenn man dann im Livestream ist, da will man dann ja auch noch ein bisschen auf den Chat immer eingehen und dann ist die Zeit immer schneller weg, als man gucken kann. Da rede ich auf jeden Fall aus eigener Erfahrung, was das angeht. Da haben wir ja schon zahlreiche Stunden in den Accounts hier verbracht, ohne großartigen Fortschritt. Ja, deswegen das auf jeden Fall dazu. Also ich bin sehr gespannt, was wir an neuen Klassen so sehen werden, was dieses Jahr noch so umgesetzt wird und wie der weitere Verlauf ist. Ich weiß nicht, vielleicht war ja jemand von euch da gestern im Chat unterwegs und hat noch vielleicht ein paar mehr Infos rausfinden können, als ich jetzt auf die Schnelle. Deswegen, ich hatte wirklich nur kurze Zeit mal so ein bisschen durchgeskippt, ob wir da noch weitere Zeichnungen entdecken. Aber wie gesagt, dem war nicht so. Aber ja, was jetzt da gesagt worden ist, etc. pp. Keine Ahnung. Ansonsten haben wir ja jetzt auch das Wochenende die Mac C, die sollte jetzt irgendwie ich glaube am Samstag und ich glaube morgen oder so starten, ich weiß gar nicht ganz genau. Und vielleicht ja, ist ja der ein oder andere von euch dort vor Ort und da kriegt man da noch ein bisschen was raus von den Leuten oder so, keine Ahnung, irgendwelche Leaks oder vielleicht, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe mal, ich sehe ein paar Bilder, falls von euch jemand da ist auf der Messe. Ich selbst bin es nicht, das ist zu weit weg und ich muss auch arbeiten. So, das klappt nicht. Aber falls jemand da ist, postet sehr gerne mal die Bilder auch irgendwo rein. Vielleicht auch hier im Discord, dort bei Bilder und Videos, falls ihr da auf der Seite oder falls ihr da auf der Messe am Start seid, dann könnt ihr sehr gerne die Bilder hier mal reinposten und dann kann man hier auch sich so ein bisschen austauschen. Ich würde auf jeden Fall das Messegelände da sehr gerne mal sehen, wie der Stand aussieht. Letztes Mal bei der Polaris hatte mich ja der gute Gorgos da als rasender Reporter rumgeführt. Jetzt habe ich da leider keinen Ansprechpartner, mit dem ich da connected bin, der mir mal so einen spontanen Livestream von dort aus anmachen kann. Aber ja, wie gesagt, vielleicht ist der ein oder andere von euch dort und kann ein paar Bilder machen. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Ja, die Messe ist in Erfurt, by the way. Ne, aber ich denke mal, für die das dahin wollen, die wissen das eh. Ja, ansonsten soll es das erstmal soweit von mir gewesen sein. Die neuesten News rund um Shakes and Fidget. Ja, ist noch nirgends weiter angekündigt. Hatte mich auch gewundert, dass Marvin das hier auch einfach so im Stream macht, aber das muss ja auch abgesprochen sein mit Playa, dass schon diese Sachen hier gezeigt werden dürfen. So. Deswegen, genau, freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf.
und bin gespannt. Ich finde es auch immer geil, so ein bisschen den Entstehungsprozess von solchen Klassen zu sehen. Das gibt dann halt noch mal 'n bisschen mehr Tiefe, mehr Background-Story und ja, ist halt einfach ein geiles ja, 'n geiler Zusatz zu dem, als wenn man einfach nur die fertige Klasse so präsentiert bekommt, ne? Gut, ansonsten, ja, war's das soweit von mir. Ich wünsche euch noch 'n super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.